Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir machen heute, also ich möchte heute Kapitel 9 machen mit Ihnen, aber davor wollten wir auch Ihre Präsentationen hören beziehungsweise sehen. Okay. Moment. Präsentationen zum Thema Hotel Mama. Ja, Kishore, was hast du? Was möchtest du sagen zu diesem Thema? Warum bleiben heute immer mehr junge Leute länger bei ihren Eltern zu Hause? Warum ziehen sie nicht aus? Das ist eine Situation, die wir heute in mehreren Ländern und Kulturen beobachten können. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob die heutige Generation durch das warme Essen und die gemütliche Umgebung zu Hause verwöhnt sind. Aber wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass das ein viel komplexeres Phänomen ist. Die Menschen studieren heute mehr. Ihr Studium dauert länger. Und wenn man studiert, kann man nicht immer ein ausreichendes Einkommen erzielen, um sich selbst zu unterstützen. Sie brauchen finanzielle Hilfe und immer öfter wohnen sie bei ihren Eltern, weil das billiger ist. Völlig unabhängig zu werden, wird durch die steigenden Mietpreise auch noch schwieriger. Außerdem heiraten die Menschen später und der Druck, aus dem Haus auszuziehen, hat abgenommen. Viele Menschen sind der Meinung, dass das ein großes soziales Problem ist. Sie glauben, dass die Menschen abhängiger von ihren Eltern werden oder dass sie kein erfolgreiches Mitglied der Gesellschaft werden, wenn sie zu Hause bleiben. Aber in vielen Ländern, wie in meinem Heimatland, aber auch in Italien und Griechenland und vielen asiatischen Ländern, gibt es seit langem eine größere Bedeutung für Großfamilien. Die Menschen verlassen ihre Häuser erst, wenn sie viel älter sind, wenn überhaupt. Es ist auch möglich, dass die Beziehung zwischen Kindern und ihren Eltern heute besser geworden ist. Das Stigma, das mit dem Zuhausebleiben verbunden ist vielleicht das eigentliche Problem. Wir brauchen mehr Forschung, um zu entscheiden, ob das wirklich ein Problem ist, das wir lösen müssen. In der Zwischenzeit können sich die Kinder und Eltern darauf freuen, dass sie mehr Zeit miteinander verbringen und genießen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Sehr schön. Ja, Shashirika, du kannst evaluieren. Wortschatz ist einfach wunderbar. Ja? Wenn überhaupt war, einfach Diskussion zu hören. Aussehen, wenn überhaupt. Und auch andere Wörter, die benutzt hat, sind. Ja? Ein bisschen höher als B1, aber Niveau entsprechend auch. Ja? Sehr guter Wortschatz, gar keine Fehler. Und auch Struktur ist perfekt. Ja? Sehr gut. Und alles behandelt, alle Anhaltspunkte sind sehr gut und entsprechend behandelt. Sehr gut. Danke. Ja, dann lernen wir daraus etwas auch. Ja? Wir machen das noch einmal, damit wir alle Sätze auch verstehen. Und wenn wir etwas Neues merken, ja, bitte fragen Sie oder bitte sagen Sie uns, wenn Sie bei Kishores Text etwas Neues merken. Ja, kannst du dann wieder noch einmal den Text vorlesen oder sprechen? Warum bleiben heute immer mehr junge Leute länger bei ihren Eltern zu Hause? Moment, das können wir, die Frage ist wichtig, ja? Die Frage ist auch gemeinsam. Warum bleiben heute immer mehr junge Leute länger bei ihren Eltern zu Hause?
Sehr gut. Ja, die Frage ist ganz verständlich. Immer mehr. Ja. Immer mehr. It's English translation. More and more. More and more, ja, immer mehr. More and more. Junge Leute länger bei ihren Eltern zu Hause. Okay? Warum ziehen sie nicht aus? Moment. Ja, Das ist eine Situation, die wir heute in mehreren Ländern und Kulturen beobachten können. Kulturen. Kulturen beobachten können. Sehr gut. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob die heutige Generation durch das warme Essen und die gemütliche Umgebung zu Hause verwöhnt sind. Moment, das ist ein Langer Satz. schöner, langer Satz. Ja, Moment. Auf den ersten Blick. Das ist klar? Auf den ersten Blick? Sieht es so aus, so aus, als ob die heutige Generation heutige Generation durch das warme Essen und die gemütliche Umgebung zu Hause verwöhnt sind. verwöhnt ist. Ja, gut. Verwöhnt ist. Verwöhnt? Ist, Generation ist, ja. Okay. Ja. Aber wenn wir genauer hinschauen. Verwöhnt? Was bedeutet verwöhnt? Oh, sorry. We learned that sich verwöhnen lassen is to let oneself be indulged. Sorry? We learned in the first chapter, sich verwöhnen lassen is to let yourself be indulged. Ja, Also, spoiled. Too indulged. Spoiled, ja? Ja, verwöhnt. Neha, kannst du das wiederholen? Verwöhnt. verwöhnt. Ja, verwöhnt. Gut. Ja, weiter. Aber wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass das ein viel komplexeres Phänomen ist. Moment. Aber wenn wir genauer hinschauen, verstehen Sie das? Verstehen die anderen das? Aber wenn wir genauer hinschauen, Sehen wir, do you understand this phrase? Wenn wir genauer hinschauen? Yeah. Ja, okay. Hinschauen sehen wir, dass das ein dass das ein, viel komplexeres weil viel komplexeres Phänomen ist. Phänomen. Phänomen ist. Phänomen oder Phänomen? Wie buchstabiert man das? Ist das richtig, Kishore? Ja, ja. Ja. Ist. Okay. Die Menschen studieren heute mehr. Ihr Studium dauert länger. Gut. Und wenn man studiert, kann man nicht immer ein ausreichendes Einkommen erzielen. Wenn man studiert, kann man nicht immer ein ausreichendes Einkommen erzielen. Einkommen, ausreichendes Einkommen Erzielen. erzielen, hast du gesagt. Hast du das im Wörterbuch nachgeschlagen? Ja. Ja. Gibt es andere Möglichkeiten? Einkommen. Inhalt? Bitte? Inhalt. Nein. Gehalt, Entschuldigung. Gehalt. Ja, das ist leider richtig. Ich suche nur nach Einkommen, verdienen, beziehen. Okay, verdienen vielleicht. Ja. Verdienen, beziehen auch, derive, but that's derive income. That we don't want.
Aber wir schauen mal, wenn du es nachgeschlagen hast, erzielen, to achieve something. That was what I intended to be. Realize, produce, obtain. Trefferpunkte, Gewinn, Einigung, Einnahmen, Übereinkommen. Preis, Erlös. Ja, wenn das ein monatliches oder ein regelmäßiges Einkommen ist, dann vielleicht haben einfach oder verdienen. Okay. Verdienen sound hört gut aus. Auch haben. Achieve Success, Erfolg erzielen und so weiter. Ja? Okay, also ich würde sagen, haben einfach Okay. oder aber verdienen. Und das ist richtig. Einkommen ist Gehalt. Ja? Einkommen is not exactly Gehalt is a salary. Einkommen is an income. So your income can be even other kinds of income are there. Okay, so many different exciting possibilities. So Einkommen, I will not say equal to, but Einkommen und das ist das Einkommen ist das Gehalt. Okay. We also have the word der Gehalt. What would that be? Salary. No, that is salary. Oh, das Gehalt. Income slash salary. We also have the word der Gehalt. Yeah, you can try and before I anyway, now I'm going there. Das Gehalt, earnings, der Gehalt. We know another word for this. Content. Is that Inhalt? Der Inhalt und der Halten. What is the meaning of halten? How have you learned the verb halten? To hold To hold. or to stop. To stop, to halt. Okay. To halt, to stop, to hold also. Halten. And so das Gehalt and we have Kishore's favorite verb erhalten. Okay. So what is erhalten? Bekommen or preserve, you said. Yeah, to receive. Yeah, something that comes and then you can hold. Okay, to receive in that sense, erhalten. Okay. I'm trying to. Unterhalten is also a word, right? Unterhalten. Unterhalten is also Unterhalten is also a very interesting verb. We'll go into Unterhalten also. Wir können uns über unterhalten. Wir können uns über das Wort unterhalten. Das ist auch ein interessantes Verb. Aber was ich sagen möchte, das Gehalt und der Gehalt. Ja? Also, ein Becher, wir haben einen Becher dabei und der Becher hält etwas, zum Beispiel Wasser oder Milch oder was weiß ich. Und was der Becher hält, das ist sein Inhalt. Ja, das ist der Gehalt. Ja, der Gehalt ist auch Inhalt, wie man hier sieht. Ja, aber was ich arbeite einen Monat lang und was ich erhalte, das ist das Gehalt. Das Erhaltene, das Geld, das ich erhalte, bekomme, ist das Gehalt. Ja? Und so haben wir zwei, dasselbe Wort Gehalt mit zwei verschiedenen Geschlechtern, zwei verschiedenen Artikeln, der und das. Und der Gehalt bedeutet der Inhalt und das andere Wort, das Gehalt bedeutet, was ich erhalte, was ich bekomme. Das ist ein Einkommen. Ist das okay? Yeah. Yes, klar. Yeah.
Gut, dann haben wir noch unterhalten. Ja, sich mit jemandem unterhalten, das haben wir schon gelernt. Ja? Wir unterhalten uns miteinander, ja? Aber etwas unterhalten ist auch to keep something. Zum Beispiel ein Gebäude. What is the meaning of Gebäude? Building. Building. What is the meaning of to keep a building? To take care of it. Correct. The upkeep of something. The taking care of something. Das ist auch Unterhalt. Ja? Etwas unterhalten. But that is etwas unterhalten as a normal transitive verb with an accusative object. Yeah? You can see here also to maintain something. Etwas unterhalten. Yeah? To service something. But jemanden unterhalten is to amuse something. Somebody's on something. Somebody. Okay. To entertain somebody. Also ist Unterhaltung auch, kann eine Konversation sein, unsere Unterhaltung jetzt über das Wort unterhalten. Oder die Unterhaltung ist auch ein anderes Wort für Entertainment auf Deutsch. Ja, die Unterhaltung. Gibt es zum Beispiel in der Corona-Zeit gute Unterhaltungsmöglichkeiten? Das ist eine Ja-Nein-Frage. Ja. Oder das ist eine Nein-Nein-Frage. Es gibt kein Ja. Okay. Das ist eine Nein-Nein-Frage. Recreation. Jemanden unterhalten. Eine Familie unterhalten. To keep a family. To maintain a family. Take care of family. Eine Familie unterhalten. So you can, I mean, if you look at the connotations of unterhalten, which are to maintain, to keep, etc., then you can actually have that you are holding something from under and keeping it afloat, that kind of thing. That's unterhalten. But unterhalten is also to, in that sense, to keep somebody interested, to keep them to hold them up from drowning in boredom. Also unterhalten. Okay. Sich gut unterhalten. Viel Spaß haben. Sich gut unterhalten. To enjoy oneself. So and so on. So, yeah, you know by now that this is an activity that I like, to actually go into the different connotations of words. It's very interesting to see how meaning actually gets registered with us and how we look back on what the different meanings of different words can be. So we had, I don't know where we were now. I've completely lost track of where we were, but I think we were with Gehalt. Der Gehalt ist auch der Inhalt. I think that's clear now, no? Yeah. Okay. Ja, Kishore, kannst du ein bisschen schneller weiterlesen? Yeah. I'll read the sentence again. There's a part at the end as well. Und wenn man studiert, kann man nicht immer ein ausreichendes Einkommen verdienen, sich selbst zu unterstützen. Ja, okay. Sie brauchen finanzielle Hilfe und immer öfter wohnen sie bei ihren Eltern, weil das billiger ist. Sehr gut. Völlig unabhängig zu werden, wird durch die steigenden Mietpreise auch noch schwieriger. Moment, das ist völlig unabhängig zu werden. Wird durch die steigenden Mietpreise. Mieten. Okay. Auch noch schwieriger. Sehr gut. Ja. Außerdem heiraten die Menschen später. Ja. Und der Druck, aus dem Haus auszuziehen, hat abgenommen. Okay. Die jungen Menschen, die jungen Leute heiraten auch später und der Druck
Der Druck aus dem Haus auszuziehen aus dem Haus auszuziehen hat abgenommen. hat abgenommen. Gut. I had a question here. So this abnehmen is used only in specific contexts, right? Like to reduce weight or to reduce pressure in this case. Can you use it everywhere in place of reduzieren? Abnehmen. Yeah. Yeah. So the emphasis is on the prefix because it's a separable verb. Okay, abnehmen. Abnehmen. Yeah. What is the question? Sorry. It can be used only in specific contexts, right? Like to reduce weight or to reduce pressure. Can we use abnehmen in place of reduzieren? I can still hear it as abnehmen. It's not abnehmen. Abnehmen. Yeah. Can you use it in place of? Reduzieren. See, the problem is between transitive and intransitive. Du kannst etwas reduzieren. Aber du kannst etwas nicht abnehmen. That would be different abnehmen. Okay. Ich nehme das ab. I'll take it away. Something like that. Okay. So, do you understand? Etwas nimmt ab, etwas reduziert sich. So something is, we'll go to a sentence. Der Druck aus dem Haus auszuziehen hat abgenommen. Ja? Was ist hier das Subjekt? Der Druck. Der Druck. Objekt. No object. Intransitiv. Das Verb hat kein Objekt. Ja? Aber du kannst sagen, der Druck aus dem Haus auszuziehen hat sich reduziert. Then sich would be there as an object. Has reduced itself in that sense. Okay. So reduzieren, I would abnehmen in the sense of to reduce is intransitive, not transitive. Okay. But abnehmen also can have a transitive connotation. We'll check that. Abnehmen. Take something off. It was abnehmen. Das ist, ja. Abnehmen. Das Telefon. Den Hörer abnehmen. I mean, nowadays, of course, who has a receiver that you pick up from a phone and, make a call or something like that? This word will very soon disappear from the dictionary, I think. Abnehmen, to decline, to decrease, to fall, that's okay. But can you see that there is no etwas before this particular meaning of abnehmen? Okay. So, then reduzieren. I just wanted to make sure that reduzieren, or to check whether it has. The first meaning is, of course, to lower, etwas reduzieren, to reduce something. It's mostly with an object. Can you see? Mostly with etwas reduzieren. So, yeah. Did that clarify your doubt? Yeah, okay. I would say if you want to use reduzieren in the sentence, hat, I would still say hat sich reduziert. Okay. Might not be it might not be a crime to say hat reduziert. They won't throw you in jail for that, but it might be just a little better on the ear to say hat sich reduziert. Okay. Ja, Viele Menschen sind der Meinung, dass das ein großes soziales Problem ist. Ja. Sie glauben, dass die Menschen abhängiger von ihren Eltern werden oder dass sie kein erfolgreiches Mitglied der Gesellschaft werden, wenn sie zu Hause bleiben. Okay. Ja, das ist, du hast wahrscheinlich viel Spaß gehabt bei dieser Präsentation, bei der Vorbereitung. Viele Menschen oder Leute, viele Menschen glauben, dass das ein großes soziales
Problem ist. Sie glauben, dass die Menschen. Oh, sorry. The first one was Sinn der Meinung, but okay. Okay. No, let's have it. Sind der Meinung, dass das ein großes soziales Problem ist. Das referring to the people moving out of the house. I thought it was implied from the context. yeah. Full stop. Sie glauben, dass die Menschen abhängiger von ihren Eltern werden. Dass die Menschen abhängiger von ihren Eltern werden. Oder dass sie kein erfolgreiches Mitglied. Here we remember we use the connector so dass. Ja. Damit, so dass, deswegen. Remember that? Ja. Actually, this is quite ideal to use so dass. Dass die Menschen abhängiger von ihren Eltern werden mit der Folge dass. With the consequence that. Ja, so dass sie kein erfolgreiches Mitglied der Gesellschaft werden. Ein erfolgreiches, kein okay, we will keep that kein Erfolg. I'm just wanted to have a different adjective rather than successful, like something like meaningful, but that would be like too much of a this thing. Dass sie kein erfolgreiches Mitglied der Gesellschaft werden. Ja. Werden. Oh ja, wenn sie zu Hause bleiben. But I think when you say so das, that you can remove that, right? Aber in vielen Ländern, wie in meinem Heimatland, aber auch in Italien und Griechenland und vielen asiatischen Ländern, gibt es seit langem eine größere Bedeutung für Großfamilien. Haben seit langem Großfamilien eine größere Bedeutung. Okay. Ja. Gibt es für not required, haben. Aber in meinem Heimatland, wie auch in Italien und in vielen asiatischen Ländern, haben seit langem Großfamilien eine größere Bedeutung. Okay. Aber in meinem Heimatland, wie auch in Italien und in vielen asiatischen Ländern, Moment, ja, haben Großfamilien seit langem eine größere Bedeutung. Ja, okay. Die Menschen verlassen ihre Häuser erst, wenn sie viel älter sind, wenn überhaupt. Yeah, I think for Shashireka we'll type this sentence because she liked the use of the word überhaupt here. Die Leute verlassen ihre Häuser erst. Verlassen ihre Häuser erst. Wenn sie viel älter sind. Wenn sie viel älter sind. You can show just a small pronunciation this thing. I mean, pronunciation is brilliant, you know, but I think you're exaggerating the A umlaut a little too much. I know that I do that while teaching in order to kind of drive home the point that the E and the A umlaut are very similar, but there is a very slight difference. Okay, but you can reduce your exaggerated A a little bit. So I mean shorten it, älter. Okay. Yeah, Ländern. Okay, Ländern. Ja, ältere. Ältere. Ja, wenn sie viel älter sind. Wenn überhaupt.
Oh, this is the killer. Wenn überhaupt. Okay. If at all, when they are much older, if at all. I mean, you have the use of when here as when and as if. Ja, gut. Es ist auch möglich, dass die Beziehung zwischen Kindern und ihren Eltern heute besser geworden ist. Es ist auch möglich, dass die Beziehung zwischen Kindern und Eltern heute besser geworden ist. Das ist ein Optimist. Ja. Das Stigma, das mit dem Zuhausebleiben verbunden ist vielleicht das eigentliche Problem. Das Stigma, das mit dem Zuhausebleiben. Zuhause, I'm putting it in caps, okay. Bleiben. Verbunden ist. Sehr gut, verbunden ist. Verbunden ist für die anderen. To be linked. Connected. Yeah. Is connected, to linked to. Gut. Ist vielleicht das eigentliche Problem. Sehr gut. Wir brauchen mehr Forschung, um zu entscheiden, ob das wirklich ein Problem ist, das wir lösen müssen. Ja, wir brauchen mehr Forschung. Wir brauchen mehr Forschung, um Zu entscheiden. Better than that would be something like to ascertain. Do you remember any verb with stellen? Einstellen ist Setting, vorstellen ist Imagine. Yeah, but a separable verb with stellen. Herstellen. Herstellen. Herstellen is to produce. Ja. But we don't want to produce. I mean, you can, of course, manufacture knowledge. That's not a problem. But what is pakka in German? The word for pakka. Genau. Sicher. Sicher. Actually, sicherstellen is also okay. Sicherstellen is also to ascertain that. But fest zu stellen. Oh. Ja, festzustellen. Dass das wirklich ein Problem ist, ob das wirklich ein Problem ist, das wir lösen müssen. Wirklich ein Problem ist, das wir lösen müssen. Problem. Ja. In der Zwischenzeit können sich die Kinder und Eltern darauf freuen, dass sie mehr Zeit miteinander verbringen und genießen können. Ich danke Ihnen. Ja, in der Zwischenzeit können sich die Kinder und Eltern darauf freuen. Ja, darauf oder darüber? I mean, you're looking forward to spending more time, right? So isn't it something in the future? Yeah. I'm asking what you want to say. Okay, yeah. They're happy about this or they're looking forward to this? I meant to say looking forward. Ja, darauf freuen. Dass sie mehr Zeit miteinander Dass sie mehr Zeit miteinander verbringen und genießen können. verbringen können. Genießen, let's leave it to. Verbringen können. Okay. Sehr gut. Ja, ich glaube, es gibt hier viel Vokabular, daraus wir auch was lernen können. Sie können auch
ich habe diese Whiteboard, diese Tafel, dieses Dokument habe ich mit Ihnen geteilt oder noch nicht? Ja, Sie haben das. Ja. Ja, also Sie können das auch sehen, ja? Unabhängig von mir. Ja. Ja. Gut. Ja, also wenn Sie Fragen haben zu einigen Sachen, die ich schon gerade gesagt habe, dann bitte stellen Sie diese Fragen. Ja?